Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal tutorialgarage.com. Freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid und wie ihr seht, es geht wieder weiter mit unserer Joomla 4 Grundlagen Tutorial Reihe. Heute schauen wir uns an die Beitragsoptionen, die uns zur Verfügung stehen, um unsere Beiträge heute zu konfigurieren bzw. was da angezeigt werden soll. Da das Video heute wahrscheinlich ein bisschen länger wird, stürzen wir uns gleich einmal rein und schauen uns mal an, was wir mit den Beitragsoptionen überhaupt konfigurieren können. Ich habe hier einen Beitrag verfasst und wie ihr seht, der hat einen eigenen Namen, Beitragsoptionen, und darunter finden wir halt jede Menge Details. Wer das geschrieben hat, in welchen Kategorien das sitzt, wann das veröffentlicht wurde bzw. erstellt wurde, wann es zuletzt aktualisiert wurde. Und das letzte ist, wie viele Zugriffe darauf schon stattgefunden haben. Momentan sind es 17. Jetzt ist die Frage, interessiert das meinen Besucher? Oder welche Informationen davon sind für meinen Besucher relevant? Weil die restlichen kann ich ja dann ausblenden lassen. Dann möchte ich noch auf eines hinweisen. Wir haben jetzt da hier einen Wikipedia-Link und wenn man schaut, beim Einleitungstext fehlt der hier. Wie soll sich der verhalten? Ja, dann würde ich sagen, wir switchen nochmal rüber ins Backend. Wie so oft gibt es bei Joomla mehrere Wege, die nach Rom führen. Auch hier jetzt da bei diesen Beitragsoptionen. Wir haben verschiedene Wege, die aufzurufen. Der eine Weg wäre zum Beispiel, wenn wir bei den Beiträgen sind, die wir schon verfasst haben, werden hier aufgelistet. Dann finden wir auf der rechten Seite oben die Optionen, die wir anklicken können, und dann sind wir auch schon im richtigen Bereich, hier bei Beiträge. Gut, ich schließe das nochmal ab, beziehungsweise gehe zurück aufs Dashboard. Der zweite Weg wäre zum Beispiel, wir gehen hier links über System und dann hier auf Konfiguration. Das kennen wir schon, da haben wir schon mal ein bisschen was gemacht, beziehungsweise in der linken Menüleiste, sage ich jetzt einmal unter Anführungsstrichen, finden wir den Eintrag Beiträge. Und wenn wir den aufrufen, kommen wir an dieselbe Stelle. An dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, wenn ihr zum Beispiel bei Blog- und Hauptbeiträge irgendwas geändert habt, ihr habt das gespeichert und geht es dann weg, zum Beispiel über Speichern und Schließen, und ihr ruft das wieder auf, das nächste Mal, dann wird dieser Reiter aktiv sein und dann müsst ihr halt hier vorne reinspringen bei Beiträge. Aber jetzt genug geschwafelt, jetzt schauen wir uns an, was wir hier konfigurieren können. Als allererstes, was uns hier angezeigt wird, ist das Layout auswählen. Das Standard-Layout ist momentan ausgewählt. Da dies allerdings eine fast nackte Joomla-Installation ist, haben wir halt hier nur das Standard auszuwählen. Wir haben noch kein Template installiert, wir haben keine Komponente installiert, die da irgendwie noch mit eingreifen würde. Also haben wir hier momentan nur Standard. Darunter finden wir jetzt das erste, was uns wirklich anspricht. Ich umrande das mal, nämlich Titel und Titel verlinken, die zwei Sachen, um die geht es jetzt einmal. Sage ich mal, welches das ist. Das ist hier der Titel dieses Beitrages. Der Titel, wenn ich da draufklicke, komme ich dann zu dem gesamten Titel, der wesentlich länger ist als hier vorne der Vorschautext. Den wollen wir jetzt einmal die Verlinkung entfernen. Und im zweiten Schritt wollen wir den Titel komplett ausschalten. Also hier haben wir das, die Verlinkung anzeigen, ja und nein. Wir speichern das, gehen ins Frontend, refreshen das und schon ist hier der Link von dem Titel entfernt. Jetzt wollen wir allerdings auch noch diesen Titel komplett entfernen, weil auf der einen oder anderen Webseite ist es ganz hilfreich, wenn man den Titel halt nicht anzeigt. Dann kann man hier oben auf Titel verbergen gehen. Und den Aufmerksamen unter euch ist jetzt gerade aufgefallen, dass Titel verlinken gerade verschwunden ist, weil wir das nicht brauchen, wenn der Titel gar nicht angezeigt wird. Der Übersichtshalber wird das hier dann von Joomla entfernt aus den Auswahlmöglichkeiten, wann der Titel deaktiviert oder verborgen wird. Ich speichere das Ganze mal, gehe wieder ins Frontend, refreshe das und schon ist der Titel weg. So, gehen wir wieder zurück ins Backend. Was ist das nächste, was wir hier haben? Soll der Einleitungstext angezeigt werden, ja oder nein? Das fällt zum Thema Weiterlesen-Button, das schauen wir uns dann an. Dann haben wir hier als nächstes die Position der Beitragsinfo. Da haben wir nämlich die Möglichkeit, das darüber, darunter oder aufgeteilt halt darzustellen. Ich sage jetzt einmal darunter, ich speichere das Ganze, refreshe das Frontend und jetzt haben wir zuerst den Einleitungstext und dann haben wir die ganzen Details, die wir heute halt auch bearbeiten wollen. Wenn wir dann auf den Weiterlesen-Button klicken und den kompletten Beitrag sehen, dann betrifft das natürlich ebenfalls hier den kompletten Beitrag, dass die Details halt hier unten angezeigt werden. So, gehen wir wieder zurück. Und die zweite Einstellungsmöglichkeit, oder dritte besser gesagt, ist Aufteilen auf oben und unten. Schauen wir uns an, wie das ausschaut. Dann haben wir einen Teil,
der Details zu diesem Beitrag hier oben und den Rest haben wir dann hier herunten, beziehungsweise das hier unten gehört auch noch dazu, ich kann das jetzt nicht markieren, Beitragsinfos, das ist nämlich ein Schlagwort, was ich diesem Beitrag hinzugefügt habe. Dasselbe gilt natürlich dann auch für den gesamten Beitrag. So, da mir das aber aufteilen nicht gefällt jetzt, da sage ich, wir bleiben bei darüber. Ich speichere das mal, refresh das auf die Schnelle, damit es wieder so ist, wie wir es zuvor hatten. So, dann haben wir hier den Beitragsinfotitel. Anzeigen oder verbergen. Was ist das überhaupt? Ich sage jetzt einmal verbergen, speichere das gleich mal ab und zeige euch einmal hier, was das ist. Nämlich hier das Wort Details. Soll das angezeigt werden? Ja oder nein? Wenn ich jetzt refreshe, wir haben es gerade ausgeschalten, dann wird das hier verschwinden und genauso ist es auch geschehen. Da wir sowieso jetzt da in diesem Video hier das alles ausblenden wollen, kann ich das hier oben ebenfalls gleich einmal ausgeblendet lassen. Wir schauen weiter. Wir wollen auch nach dem Beitragsinfotitel die Kategorie nicht angezeigt bekommen. Und das sind jetzt da 4 Punkte. Einmal die Kategorie, in der dieser Beitrag steckt. Das kann auch eine Unterkategorie sein. Und hier drunter haben wir übergeordnete Kategorie. Soll er ebenfalls anzeigen, falls eine vorhanden ist. Bei unserem Fall ist eine übergeordnete Kategorie vorhanden, nämlich Tutorials. In Tutorials gibt es eine Unterkategorie, die heißt Beiträge, die haben wir hier. Und in dieser Kategorie steckt tatsächlich unser Beitrag drinnen. Wir können natürlich auch die Verlinkung einfach nur von diesen Kategorien entfernen. Ja, wir nehmen jetzt einmal die hier raus, übergeordnete Kategorie auch verlinken, nein, dann speichern wir das. Wir gehen zurück ins Frontend und jetzt momentan sieht man, dass diese beiden Kategorien, die Hauptkategorie und die Unterkategorie, noch verlinkt sind. Man kann da draufklicken. Wenn ich jetzt refreshe, wird diese Verlinkung quasi entfernt und da passiert nichts mehr, wenn man draufklickt. Gehen wir wieder zurück. Wir haben ja gesagt, wir wollen die Kategorien komplett ausblenden. Nicht nur die Kategorie, in der dieser Beitrag steckt, sondern auch die übergeordnete Kategorie wollen wir ausblenden. Und wir speichern das Ganze, gehen wieder ins Frontend und schauen, ob wir diese beiden Einträge jetzt ausgeblendet bekommen. Ich refreshe mit F5 und tatsächlich weder die Kategorie noch die übergeordnete Kategorie ist hier noch vertreten. Wieder zurück ins Backend. So, und da kommen wir jetzt schon wieder zum Autor. Da haben wir ebenfalls 2 Einstellungen, einmal Autor anzeigen und Autor verlinken. Ihr werdet euch jetzt fragen, was heißt denn da Autor verlinken? Im Frontend ist ja der Autor hier gar nicht verlinkt. Da kann man draufklicken, so viel man will. Harry, da passiert nichts. Das ist dem geschuldet, da es zu Harry noch gar keinen Kontakt gibt. Das wird erst dann aktiv, diese Verlinkung, wenn ich einen Kontakt zu diesem Benutzer erstellt habe, den man aufrufen kann, wo dann zum Beispiel drinnen steht Adresse und oder Telefonnummer, E-Mail-Adresse und so weiter, vielleicht sogar ein Kontaktformular. Dann wird diese Verlinkung erst aktiv. Da ich das für diesen Benutzer hier nicht erstellt habe, wird das momentan auch nicht verlinkt, weil es gibt kein Verlinkungsziel. Wir werden das trotzdem beides ausschalten. Einmal Autor verlinken kann man hier ausschalten, wenn man das möchte. Ich schalte jetzt beides auf einmal aus, eben hier oben und sage Autor verbergen. Ich speichere das Ganze wieder, wir überprüfen das im Frontend, ob das jetzt passiert ist. Und tatsächlich der Autor ist hier verschwunden. Dann gehen wir wieder zurück ins Backend. Dann haben wir hier ein paar Datumsangaben, nämlich das Erstellungsdatum, das Bearbeitungsdatum und das Veröffentlichungsdatum. Und da müsst ihr euch einfach selbst fragen, bieten diese Informationen einen Mehrwert für meine Besucher oder bläht das einfach nur die Webseite unnötig auf? Also ich sage jetzt einmal, das Erstellungsdatum, das wird für mich persönlich jetzt niemanden interessieren. Das Bearbeitungsdatum könnte eventuell interessant sein, wenn es um Beiträge geht, die man aktuell halten muss. Nehmen wir es jetzt da ganz einfach ein Joomla-Tutorial. Ich habe beschrieben in einem riesengroßen Textdokument, wie man Bilder auf Joomla hochlädt und es hat sich im Laufe der Zeit da etwas geändert. Dann kann das Bearbeitungsdatum darüber Auskunft geben, ob dieser Beitrag noch aktuell ist oder nicht. Wer das braucht, kann das halt dann hier angehakt lassen. Ich lasse das jetzt einmal bei mir angehakt. Dann haben wir hier das Veröffentlichungsdatum. Das
braucht bei mir niemand. Ach, weißt was, wir nehmen das Bearbeitungsdatum jetzt zu Demo-Zwecken wieder raus, können wir am Ende wieder reinmachen. So, dann sind die schon einmal deaktiviert. Wir speichern das Ganze. Dann haben wir hier das Veröffentlichungsdatum, Erstellungsdatum und wann wurde das zuletzt aktualisiert. Die drei Sachen sollten jetzt mit dem F5 Refresh verschwinden. Und genauso ist es passiert. Jetzt haben wir halt nur noch hier die Zugriffe und die Schlagwörter. Schauen wir aber nochmal, was da jetzt als nächstes kommt. So, der nächste Punkt ist halt hier die Seitennavigation. Um das jetzt da wirklich zu veranschaulichen, muss ich oben den Titel nochmal einfügen, weil war nämlich leider etwas fauler beim Vorbereiten von diesem Video. Und ihr seht es hier unten, da ist der zweite Beitrag, ist aber als zweiter Beitrag gar nicht zu erkennen. Also refreshen wir das Ganze mal. Dann haben wir hier wieder den Titel von diesem Beitrag und hier unten haben wir den Titel vom zweiten Beitrag. Hier werden nämlich die Hauptbeiträge angezeigt. Und wenn man zum Beispiel einen Blog erstellt, dann wird ja der neueste Beitrag immer oben angereiht. Aber das geht ja nicht bis in die Unendlichkeit nach unten, sondern man sagt zum Beispiel, pro Seite werden 10 Beiträge angezeigt. Und wenn ich dann den 11. Beitrag erstellt habe, dann habe ich unten halt noch so eine Pagination, wo halt drauf steht, wie viele Seiten noch existieren mit Beiträgen, beziehungsweise mit Next oder Preview. Also die nächste Seite aufrufen oder die letzte Seite mit Beiträgen aufrufen. Und das ist halt dann quasi die Seitennavigation, um was da geht. So, gehen wir wieder zurück ins Backend. Seitennavigation habe ich versucht jetzt zu erklären. Wenn es irgendwelche Probleme oder Missverständnisse gibt oder irgendwer da nicht mitkommt, was ich gemeint habe, schreibt mir das unten in die Videokommentare. Am besten noch mit einem Zeitstempel von dem Video, wann die Verwirrung halt am größten war. Dann werde ich dann so rasch als möglich darauf antworten. Darunter finden wir jetzt die Einstellung für den Weiterlesen-Button. Man sieht den Weiterlesen-Button hier. So schaut es aus. Dazu kommt allerdings ein eigenes Video. Ihr seht, der eigentliche Beitrag ist viel länger als was hier vorne angezeigt wird und erst durch den Weiterlesen-Button kommt man zum kompletten Beitrag. Allerdings dazu kommt dann ein eigenes Video, das müssen wir jetzt da hier nicht noch extra künstlich reinquetschen. Zum Weiterlesen-Button gehört Weiterlesen, Weiterlesen Titel, Weiterlesen Textlimit und das nächste ist dann schon Schlagwörter anzeigen oder verbergen. Ich habe dem Beitrag tatsächlich ein Schlagwort hinzugefügt. Hier haben wir es, Beitragsinfos. Man kann da draufklicken und dann kriegt man sämtliche Beiträge angezeigt, die mit diesem Wort verschlagwortet worden sind. Ich refreshe das Ganze mal jetzt mit F5, dann sollte dieses blaue Feld mit dem Namen Beitragsinfos verschwinden. Und genau so ist es auch. Jetzt haben wir die Schlagwörter ausgeblendet. Das war hier. Darunter haben wir jetzt da zwei Sachen, die halt im Frontend noch angezeigt werden. Erstens Zugriffe aufzeichnen, haben wir hier auf Ja gesetzt. Und dass die Zugriffe auch angezeigt werden, ist auf Anzeigen gesetzt. Sage ich das mal, das sind hier Zugriffe 45. Und wenn wir ehrlich sind, brauchen wir diesen Zugriffszähler oder diese Darstellung im Frontend nicht. Und das ist vielleicht dann interessant, wenn der Autor wissen möchte, wie oft sich jemand seinen Beitrag durchgelesen hat. Also es ist so, wenn ich jetzt diese Seite hier refreshe, wandert die Zahl nicht nach oben. Allerdings, wenn ich hier auf Weiterlesen klicke und den kompletten Beitrag anzeige, dann erhöht sich die Zahl der Zugriffe um 1. Problem ist dabei, Joomla unterscheidet nicht. Bist du ein neuer Benutzer oder refreshst du ganz einfach nur die Seite? Und ihr seht, mit jedem Refresh, mit jedes Mal F5 drücken, steigt die Zahl um 1. Also ist natürlich wieder fraglich, ob dieser Zugriffszähler tatsächlich seine Berechtigung hat und überhaupt die Berechtigung, dass meine Besucher diesen Zugriffszähler sehen. Gut, dann für mich habe ich entschieden, die Zugriffe müssen nicht aufgezeichnet werden und die Zugriffe müssen auch nicht angezeigt werden. Ich speichere das Ganze mal ab und refreshe das Frontend und ihr seht, jetzt ist auch der Zugriffszähler weg. Das Einzige, was uns jetzt noch bleibt, auch wenn ich hier zum Beispiel zurückgehe auf die kurze Version, der Zugriffszähler ist weg. Das Einzige, was uns jetzt noch bleibt und was ich auch noch ansprechen möchte, sind hier der Link zu Wikipedia.
Den können wir ja ebenfalls noch beeinflussen. Das ist nämlich die letzte Position hier in der langen Liste. Link-Positionierung haben wir die Möglichkeit darüber oder darunter den zu setzen oder den komplett zu verbergen. Ich setze mal darunter, sage Speichern und refreshe das Frontend mit F5 und jetzt haben wir den Link ganz unten am Ende von unserem Beitrag angefügt. Natürlich geht das Ganze auch noch mit Verbergen. Auch das können wir kurz zeigen. Ich refreshe wieder das Frontend. Der Link unten ist schon mal weg und oben ist er auch nicht mehr. Und somit ist er verborgen. Ich möchte allerdings jetzt da kurz noch darüber anzeigen lassen und möchte euch zeigen, wo dieser Link überhaupt eingefügt wurde, dass er jetzt hier beim Beitrag erscheint. Wir gehen hier auf Inhalte, hier unten auf Beiträge und diesen Eintrag öffne ich jetzt mit der mittleren Maustaste. Ich drücke auf das Mausrad drauf, dadurch wird dieser Eintrag in einem neuen Tab geöffnet und hier ist er. Wir haben hier die Beitragsoptionen, das ist der Beitrag, den ich für dieses Video erstellt habe. Und wenn man jetzt da zum Beispiel hier guckt, auf Bilder und Links, das ist der zweite Reiter, dann sehen wir, dass wir hier Link A hinzugefügt haben. Das ist der Link A, dann der Link Text und hier haben wir noch die Möglichkeit auszusuchen, wie dieser Link geöffnet werden soll. Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Einmal global, die globale Einstellung, was global und lokal bedeutet. Da kommt auch ein eigenes Video. Sorry Leute, es gibt so viele Videos zu machen und ich habe so wenig Zeit. Also URL Zielfenster haben wir die Möglichkeit, das global zu belassen oder in dem gleichen Fenster zu öffnen. In diesem Fall möchte ich euch gleich sagen, weil ich ja auf eine fremde Seite verlinke, ist es eine schlechte Idee. Damit leite ich ja meine Besucher auf eine fremde Seite weiter. Ich möchte zumindest, wenn ich auf eine fremde Seite verlinke, dass meine Seite im Hintergrund geöffnet bleibt. Also wäre meine Wahl in diesem Fall in einem neuen Fenster öffnen, beziehungsweise in einem neuen Tab. Und hier unten haben wir dann noch die Möglichkeit, das Ganze als Pop-up-Fenster zu öffnen, beziehungsweise als Modalfenster. Da könnt ihr euch einmal durchprobieren, wenn euch das interessiert. Auf alle Fälle, hier im Beitrag wurde dieser Link hinterlegt. Ihr habt die Möglichkeit, 3 verschiedene Links auf diese Art und Weise zu integrieren. Und wer möchte, kann das hier bei Bilder und Links benutzen. So, ich schließe das Ganze hier und gehe wieder zurück ins Backend. Ich hoffe, dass ich mit dem Video euch die Beitragsoptionen ein Stück weit näher bringen konnte und ihr jetzt in der Lage seid, eure Beiträge so darzustellen, wie ihr es euch vorstellt. Sollten irgendwelche Probleme auftauchen, dann postet mir die unten in die Videokommentare und ich werde so rasch als möglich darauf antworten. Ja, und damit sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mein kleines Projekt unterstützt. Ihr wisst ja, wie es funktioniert mit Däumchen, Kommentaren und Verbreitung in den sozialen Medien. Dann schon mal danke dafür. Ja, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielleicht im nächsten Video. Ciao.